Wir sind Alessandra und Björn. Das ist Woche 15 beim Overlanding in Südamerika. Diesmal versuchen wir, unser Essen zu fangen und kochen in der Wildnis. Wir sind Nomaden. Wir sind frei. Zu Hause auf der Straße. Leben in der Natur. Zu viert in unserem VW-Bus T3. Die Welt ist ein Wunder, das wir mit all unseren Sinnen entdecken wollen. Zurzeit sind wir in Südamerika mit dem Ziel, den ganzen Kontinent zu bereisen. Kommt mit und steigt ein. Guten Morgen! Guckt mal, ich habe ein T-Shirt an. Der Himmel ist blau und wir stehen jetzt hier noch auf dem Parkplatz vom Anonyma beim Einkaufen. Es ist schweinewarm. Wir haben 25 Grad. Es ist endlich richtig schön heiß wieder. Ach, es hat sich gelohnt, die 1000 Kilometer in den Norden zu fahren. Ich habe gar keinen Bock mehr auf die Kälte gehabt und ja, total cool. Und heute fahren wir, bevor es jetzt erstmal weiter Richtung Comodoro geht, fahren wir zu einem See, der heißt Lago Buenos Aires und der ist wunderschön und man kann von dort aus die Anden sehen, die chilenische Seite. Und da heute so cooles Wetter ist, werden wir uns da mal gemütlich machen und einfach eine Zeit lang am See stehen, das schönes Essen, Kuchen backen, die Beine hochlegen, ja, und einfach den Tag genießen. Das erste Mal, dass wir draußen sitzen können, so seit Wochen, war ja überhaupt nicht möglich wegen der Kälte und ach. So, Alessandra, bist du fertig? Ich bin wieder der Langsame, Also, sie ist schon Jahrhunderte fertig, wir fahren los, auf zum Lago Buenos Aires. Hammer! Na, das hat sich richtig gelohnt. Was ein Knaller! Wir sind jetzt hier am Lago Buenos Aires und schaut euch das mal an. Das ist ja wohl der mega Knaller mit den Anden im Hintergrund schneebedeckt und ein absolut blauer See davor. Ich fühle mich hier wie in Italien. Wunderschön. Die Hunde können zum ersten Mal baden. Oh, jetzt falle ich hier noch hin. Die Hunde können zum ersten Mal baden. Komm mal her, Mali, gib mal den Balli. Komm mal her. Zum ersten Mal seit echt langem und da freuen wir uns. Ich zeige euch jetzt mal was, weil die Mali, die kann eine ganz tolle Sache. Viele von euch kennen die ja noch gar nicht, andere kennen sie schon. Komm mal her, Mali, komm mal her. Komm, wir zeigen mal, wie du tauchst. Komm mal her. Mali, komm her. Such den, such. Such den, such. Achtung, da taucht sie. Ach, da von unten. Mali taucht. Fein. Wo ist der Stocki? Komm, such den. Ja, fein. Hast du fein gemacht. Fein. Ja, auf jeden Fall richtig cool. Da freuen wir uns. Das ist der erste warme Tag seit, meine Güte, seit bestimmt einem Monat, wo man echt sagen kann, wir wollen draußen sein, wir wollen uns draußen hinsetzen. Einfach in die Sonne klatschen, jetzt hier muss sich schon eincremen, so doll knallt die hier. Und alles nur der Abstand von 600 Kilometern, ja? Weil im Süden ist immer noch genauso kalt. Schön, und Wilma hat auch noch den Spaß. Wilmi! Mali, warte und ab. Na los, Wilma, hol den, hol! So, na, Wilma hat einfach keine Lust mehr, ist ja auch nicht so schlimm. Hauptsache, die ist hier noch bei uns und genießt ihre Tage. Das ist uns das Wichtigste. Na los, jump! Und dive. Also nachdem sie jetzt schon drin war und ja irgendwie die dickeren Eier hat als ich, kann ich es nicht auf mir sitzen lassen. Zumal die Argentinier gemeint haben, ja, du gehst jetzt auch noch rein, ne? Also du machst ja, genau. Also das Wasser. Pussy. Bitte. Das Wasser hat 10 Grad, das kommt direkt vom Gletscher. Da drin sind solche Lachse, haben die uns gesagt, und Forellen. Ja, bin gespannt, wer mir da wer mir in den Schniepel beißt. Vai. Auf das Wasser. Ah. Vai. Es fantastico. Vete! 3, 2, 1!
Y los argentinos están felices que Björn también se bañó. Ich war drin. Sehr gut. Nur Sekunden waren, ich war drin. Also die Aussicht ist der absolute Megaknaller. Also wir haben echt mega Glück mit dem Wetter. Also die Einheimischen haben uns gesagt, wo man hier steht und Wind ist, kann man sich hier nicht aufhalten, weil es so krass ist und hier die Wellen richtig reinpeitschen. Heute, ihr seht's, ach, der erste entspannte Tag. Komm her. Ja, ich mache ja schon Buletten. Wir waren heute sogar baden, ey, echt unglaublich. So, jetzt gibt's lecker Buletten. Und dabei diese Aussicht, ey. Ja, funktioniert richtig gut. Sehen gut aus, oder? Ja. Lecker, lecker, lecker. Hier, guck mal, Buletten. Bei Raushausbus, wir fressen uns wieder durch die Welt. Und jetzt gibt's richtige Berliner Buletten vom Berliner. Ja, nicht nur die Buletten werden braun, wir hier in kürzester Zeit auch. Also die Chilenen haben zu uns gemeint, das liegt am Ozonloch. Ich kann mir das nicht so richtig vorstellen, weil das Ozonloch ja am Südpol ist und die Sonne kommt aber vom Norden. Das heißt, die müsste ja um die Ecke scheinen, um sozusagen uns durch das Ozonloch zu bräunen. Ich glaube, das kommt eher davon, dass die Luft halt total trocken ist. Im Gegensatz zu Europa ist hier halt überhaupt gar keine Luftfeuchtigkeit vorhanden. Deswegen kann man hier ja auf 60 bis 100 Kilometer weit gucken. Ich glaube, dass das der Grund ist, dass die Luft so klar ist und das ungefiltert kommt. Und Leute, am Himmel ist kein einziger, nicht ein einziger Kondensstreifen von einem Flugzeug. Nichts, gar nichts. Blauer Himmel, total wunderschön blau, nichts diesig, kein einziges Molekül, nichts. So mag ich das. So, Essen ist fertig. Sehen Sie nicht lecker aus? Dann habe ich da einen Bock drauf. Und wir haben immer noch diesen selbstgemachten Senf von Michael aus Uruguay, also von seiner Familie. Da waren wir bei denen eine Zeit lang und haben diese Erfahrung mit diesen echt selbstgemachten Produkten gemacht. Und dieser Senf, der ist noch da. Und da freue ich mich jetzt so drauf. Bulette, Senf, Brötchen. Ach Mensch, ist wie zu Hause. ¿Quieres un medio de esto? Prost! Also hier bleiben wir mal ein paar Tage. Also heute auf jeden Fall noch, vielleicht morgen. Das ist ja der Mega-Knaller, ja. Ach, das ist so schön warm, ey. Endlich. Ja. Und wir sind auch über was anderes total glücklich. Wir waren ja mit Wilma beim Tierarzt, ja. Und der Tierarzt hat gesagt, ja, Bauchspeicheldrüsenkrebs glaubt er nicht, weil sonst würde sie ja schon längst nicht mehr leben. Und die Diagnose ist jetzt exakt 2 Jahre her. Auswirkungen davon hat sie schon, aber so richtig, so von wegen viel trinken und stetig, also dass es an ihrer Substanz zehrt, nicht. Also sie hat halt keinen Appetit, ja. Sie hat halt nichts mehr gegessen, überhaupt nichts mehr. Ja. Und jetzt sagt er, naja, nee, er glaubt es nicht, er glaubt, sie ist einfach gestresst, sie hat irgendwas Neurologisches und hat ihr Diazepam für Hunde verschrieben. Und ich habe noch ein bisschen Cannabisöl organisiert. Und das hat bei dem Hund meiner Mutter damals, der hat Krebs gehabt und auch sehr gut geholfen. Und naja, die Moral von der Geschichte ist, also die ist jetzt mit Hundediazepam und Minimaldosierung sozusagen mit, wie heißt es hier, mit CBD-Öl, also das, was man frei kaufen kann, ist die dosiert. Ja, und seitdem guckt euch das mal an. Die isst wieder. Wir sind todesglücklich. Wilma, komm mal her hier. Guck mal hier, ja. Ja, auf jeden Fall ist die wieder total interessiert, hat Bock, spielt sogar. Also wenn ich einen Ball werfe, holt die den, die rennt echt noch nach dem Ball hinterher. Und dementsprechend freuen wir uns, dass wir jetzt hier sind, die Sonne genießen können. Und sogar sie im Wasser war, die ist baden gegangen. Da hätte ich echt nicht mit gerechnet. Also wir haben ja mit dem Schlimmsten schon gerechnet. Und jetzt, wie soll ich sagen, ist die halt einfach dosiert, kann man sagen. Ja? Naja, und die Moral von der Geschichte ist, dass sie einfach wieder so ein bisschen Lebenslust hat. Und dadurch auch isst, Appetit hat. Und die isst morgens, mittags, abends eine kleine Portion zwar, aber sie isst. So, und da sind wir
sehr, sehr dankbar für. Und auch wenn es jetzt nur ein paar Tage sind, über jeden Tag, sind wir natürlich dankbar und freuen uns, dass wir den mit ihr verbringen dürfen. Ja. Ja, ein schöner Tag. Also ein schöner Tag. Ihr seht ja, wir sind wieder dick eingepackt. Draußen ist ein Wind, ey, und dieser schöne blaue See, der aussah wie das Meer in der Toskana, ja, sieht jetzt irgendwie aus wie die Nordsee. Ja, das ist wirklich total krass. Das ging schnell. Das heißt, wir werden von hier aufbrechen. Und bevor wir aber aufbrechen, zeige ich euch erstmal wieder unsere Karte, damit ihr überhaupt wisst, wo wir sind. Wir sind nur dieses ganz kleine Stück von Perito Moreno. Perito Moreno Dorf ist hier. So, bis hierher gefahren. Und hier am See sind wir jetzt gerade. Ne? Und wir werden jetzt heute wieder nach Perito Moreno Dorf fahren, weil da müssen wir noch was erledigen. Und wenn wir das erledigt haben, dann fahren wir weiter. Dann fahren wir weiter, die berühmte Ruta 40, weiter Richtung Norden. Und das Ziel ist dann erstmal Rio Maggio. Das ist hier. So, und in Rio Maggio geht es dann rechts ab nach Comodoro Riva. Ich kann es nicht sagen. You can read it. Ja, hier steht's. Rivadavia. So, und auf jeden Fall geht es dann hier rechts ab Richtung Comodoro Rivadavia. Vielleicht gucken wir mal, ob wir hier sollen noch ein paar Flüsse sein. Vielleicht sind die ja noch ganz interessant zum Angeln vielleicht. Also mal schauen, was da noch auf uns zukommt. Auf jeden Fall ist unser großes Ziel, dann hier lang zu fahren. Und dann kommen wir an den Punkt, an dem wir schon mal waren. Ja, hier ist ja schon eine schwarze Linie. Hier waren dieser versteinerte Wald. Und wir wollen dann irgendwann hierher, weil hier, hier ist Infrastruktur, hier wollen wir hin wegen Wilma und hier wollen wir sie nochmal richtig durchchecken lassen. Außerdem wollen wir arbeiten. Deswegen unser Ziel Comodoro Rivadavia. Guten Morgen. So, wir sind jetzt langsam mal auf dem Weg, uns hier von Perito Moreno Dorf zu verabschieden. Und wir haben eigentlich nur noch eine Nacht hier verbracht, weil wir brauchen noch etwas. Ihr habt ja beim letzten Mal, oder als wir wie heißt denn das, der Torre del Paine Nationalpark waren, an diesem Mega-Stellplatz, habe ich ja festgestellt, dass wir unsere Rolle nicht finden von der Angel. Wir haben alles durchsucht. Wir haben sie irgendwo hingetan, wo wir sie sicher wiederfinden, wo wir sie nicht verlieren können. Wir haben alles durchsucht, wir finden die Rolle nicht. Egal, das heißt also, wir brauchen noch eine neue Rolle. Und hier in dem Dorf ist der letzte Angelshop, den es noch irgendwie in der Wüste gibt. Und da werde ich jetzt mal gucken, ob ich eine Rolle für meine Angel finde. Zuallererst werde ich die Angel mal hinten rausholen, weil wir brauchen ja eine Rolle exakt für diese Angel. So, und dann schauen wir mal, ob die das haben. Jetzt sind wir hier. Und hier gibt es auch eine riesen Auswahl. Mal gucken, was wir uns da Schönes gönnen, um Fische aus dem Wasser zu ziehen. Y el señor me ayuda mucho. Muchas gracias. Oh, por nada. Okay. ¿Cuánto tiempo tienes tu tienda aquí? 20 años. Ah, 20 años. 20 años. Mucha experiencia. Me encanta. Sí, nativo de acá. Okay. Del pueblo, de mi abuelo primero, pobladores. Vale. Así ¿Tú que- empezaste con la tienda o tu padre o la familia? yo. Tú No, empezaste. mi padre era agricultor. Ah, okay, vale. Und das ist der letzte Laden, in dem ihr noch irgendwie Angelzeug kaufen könnt hier in der Wüste. Es gibt sonst nichts. Ja? Also fahrt hierher, wenn ihr in Perito Moreno seid und noch irgendwas an Abenteuerausrüstung braucht. Hier gibt's. Ja, ich verlinke das unten in der Beschreibung. Jetzt haben wir hier auf Empfehlung für die Flüsse eine neue Rolle mit Schnur und noch einen Blinker. Wir nehmen zwei, pero tomamos dos de esto, has dicho mejor, no? Perfecto. Für die Seen die großen Blinker und für die Flüsse die kleineren. Genau, jetzt haben wir eigentlich alles. Vorfach brauchen wir wohl nicht, weil die Fische hier keine Zähne haben. Dementsprechend können sie die Leine nicht durchbeißen. Genau, und dann haben wir jetzt alles und dann geht es jetzt auf nach Rio Maggio zum Fischen. Der sympathische Herr gibt uns ein paar Ratschläge, wo wir angeln können. Okay, muchas gracias. Okay. Und guck mal, total geil. Es gibt das Gas für unseren Kocher. Und wir haben ja die letzten Flaschen mit 6.800 Pesos echt viel Geld bezahlt. Und hier kosten sie 4.000 Pesos. Also gleich noch mit Gas eingedeckt. Jetzt sind wir versorgt für die nächsten, sagen wir, für den 4 Flaschen für die nächsten 2 Wochen. Schön. Muchas gracias, señor. Bueno, un placer. Das hat ja echt richtig gut geklappt. Und voll der nette Kerl, der hat mir die Sachen schon alle befestigt, hat mir noch ein paar Tipps gegeben, hat mir Fliegen geschenkt und Kirschen. Wir haben wieder leckere Kirschen aus dem Garten. Total geil, echt Kirschen aus dem Garten, der absolute Megaknall. Jetzt fallen die mir auch noch runter hier. Draußen hier lecker, echt.
Auf jeden Fall fahren wir jetzt Richtung Rio Majo. Und da kleiden wir uns jetzt mal für 2-3 Tage hin, weil wir müssen jetzt endlich mal einen Fisch fangen. Ich habe einfach Lust, einen richtig leckeren Fisch aus dem Fluss zu essen und den selber zu fangen. Haben wir es gleich geschafft. Es sind noch 13 Kilometer, dann sind wir da. Also die 40 Kilometer Rippelpiste, die kommen sollten, die kommen dann wohl erst nach Rio Majo. Aber jeder Argentinier sagt uns, dass die total krass ist. Und da kommen 40 Kilometer, total krass. Ja, wir sind gespannt. Also wie gesagt, unsere Freunde aus Frankreich, die sind jetzt mit einem klapprigen alten Wohnmobil gefahren. Und die sind auch heil angekommen. Die haben zu uns gesagt, ja, da waren 40 Kilometer so ein bisschen Rippelpiste. Also wir sind gespannt, wer da recht hat. Die Einheimischen oder die Touristen, denen eh alles egal ist. Ja, auf jeden Fall sind wir gleich da und dann hoffen wir, dass wir da fischen gehen können. Ich habe echt Bock zu angeln. Ja. Ja, cool, angekommen. Also Rio Majo ist so eine Geisterstadt. Also Geisterstadt kann man nicht sagen. Also da gibt es schon eine Tankstelle und da fahren auch schon ein paar Autos durch die Gegend. Aber ist schon ein Ort der Tristesse. Also viel kann man da nicht machen. Aber was erwartet man auch? Also wir sind hier mitten in der Wüste. Und der einzige Grund, warum hier überhaupt Leben ist eben dieser Rio Majo. Und wir stehen direkt da, sind wir da und schaut mal da. Da direkt am Fluss haben wir einen mega geilen Stellplatz, ein bisschen windgeschützt, mit Wiese für die Hunde. Ausnahmsweise mal keine, wir haben die ganze Zeit so eine Pflanzen gehabt, die sich in das Fell der Hunde reingepackt haben. Und wir mussten die jedes Mal, wenn die draußen waren, wirklich eine halbe Stunde lang auf diese Pika untersuchen. Und hier sind die zum Glück nicht. Also genau, hier ist richtig Wiese, richtig gemütlich. Kann man schön abhängen und die Hunde freuen sich. Ja, Wilma ist immer fitter. Also die isst wieder jeden Tag 3-mal. Hat auch richtig Lust. Wilma, willst du was Feines? Komm mal her hier. Guck mal hier. Guck mal hier, der Wulli, ja fein. Da, der andere, ja fein. Hallöchen. Ja fein. Ja, Mali ist jetzt schon drin. Mali hat schon den Fluss entdeckt. Da der letzte Kuchen ja nicht so gut geworden ist, ich fand ihn ja, geschmacklich nicht so, hat er mich nicht vom Hocker gehauen. Ich hatte auch mein Rezept nicht. Ich habe nämlich ein Omnia-Rezept, das funktioniert immer, das funktioniert leicht und ist direkt von Omnia gemacht. Und der Kuchen ist immer saftig. Ja, und dieser andere, der war halt trocken. Und deswegen mache ich heute einen neuen Kuchen. So, ich bin ja der Bäcker bei uns. Und es ist total einfach. Man macht einfach eine Mischung aus 4 Eiern, 200 Gramm Zucker, 200 Gramm Mehl, Öl, Backpulver und das war's. So, und was man noch reinmachen möchte, bleibt einem ja gleich. Ich mache da jetzt diesmal Schokoflocken mit rein, also so Schokokügelchen und Orangenschalen. Das schmeckt total lecker. Und dann ist es halt so ein Orangen-Schokokuchen. Ja, also den mögen wir ganz gerne und der ist super leicht zu machen. Rezept kann ich aber unten in die Beschreibung machen. Und wie gesagt, total easy. Ja, fett. Da bin ich ja schon mal einigermaßen stolz drauf. Der ist richtig gut geworden. Für ein Omnia auch überhaupt nicht verbrannt. Total weich. Ja, da freuen wir uns richtig drauf. Was Leckeres. Und das alles bei der Aussicht. Direkt am Fluss. Ja, Bomba. Schoko-Orange. Morgen! So, weiter geht's. Wir sind auf dem Weg Richtung Rio Sengue heißt der, glaube ich. Wir waren ja gestern... Serenge, wie Afrika sozusagen. Na, wir waren ja gestern am Rio Majo und es war auch total traumhaft schön. Also mit Wiese, einem kleinen plätschernden Fluss, lauter Pferden. Das war echt schön. Aber da gab es keine Fische. Die Einheimischen haben uns gleich gesagt, lasst es angeln hier, das bringt nichts, hier gibt es keine Fische. Und haben uns gesagt, wir sollen zu dem Rio Sengue fahren.
Haben wir nochmal im Internet geguckt, das ist einer der fischreichsten Flüsse Argentiniens und es sind von hier noch 30 Kilometer. Das heißt, das machen wir jetzt und dann hoffen wir, dass wir da einen Fisch fangen, oder? So, jetzt haben wir nochmal zweimal den Platz gewechselt, aber jetzt haben wir einen guten Ort gefunden. Da drüben sollte eigentlich so ein Campingspot sein. Ja, hätten wir auch gemacht, weil direkt am Fluss. Aber die sind nicht da, die gehen auch nicht ran auf der Nummer. Und hier auf der Seite ist halt gratis. Also insofern nehmen wir gratis mit. Der Fluss hier hat wohl Lachse, der hat Forellen, auch große Viecher. So, und wir werden jetzt mal hier anfangen zu blinkern. Und mal schauen, was wir da rausziehen. Ich habe echt Bock, mal wieder richtig Fisch zu essen. So, und den dann schön zuzubereiten. Wir haben auch genug Platz. Wir bleiben mal eine Nacht über. Wir sind halt ein bisschen nah an der Straße, aber ist auch nicht so tragisch. Ja, wir haben ja gestern von dem netten, lieben Mann in dem Laden einen ganzen Haufen Blinker bekommen. Und in verschiedensten Varianten. Also, wir haben hier solche Sachen hier als Blinker. Wir haben aber die sind mehr für Seen. Und wir haben für Flüsse mehr diese Dinger bekommen als Wobbler. Ja. Sind das überhaupt Wobbler? Kann mich mal jemand verbessern. Ich glaube, das sind gar keine Wobbler. So, und wir haben noch das Ding bekommen. Das macht man voller Wasser, dass man es auch werfen kann. Macht dann noch mal einen Meter Schnur ran und dann eine Fliege. Das heißt, die schwimmt dann oben. Und damit könnte man jetzt auf kleinere Fische gehen. Wir versuchen es erstmal mit ein bisschen größeren, mit Aktivangeln. Und wenn das alles nichts bringt, dann machen wir das Ding hier ins Wasser, lassen es einfach treiben und warten einfach, bis einer anbeißt. Genau. Und dann hoffen wir, dass wir heute Fisch essen. Cut, per favore, cut. Das war gut. Fisch? Ich habe keinen Fisch gesehen. So, da wir ja jetzt nur schon seit, ich würde sagen, gestern 4 Stunden, heute 8 Stunden am Angeln sind und auch wirklich nichts gefangen haben. Wir haben natürlich die Blinker zwischendrin gewechselt. Es gab Rot, es gab Silber, es gab Grün. So, die wollten sie alle nicht. Werden wir jetzt wechseln auf den Kunstwurm. Ich habe nämlich mit den Einheimischen hier geredet und die meinten, ich soll lieber mit Senkblei arbeiten und in der Mitte vom Fluss. Und mit dem Wurm. Ich habe aber keinen Wurm. Aber wir haben einen Kunstwurm. Au, 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 au. Der hat halt nur einen ganz kleinen Haken. So, hier. Da ist der Kunstwurm. So, den lassen wir jetzt mit dem Senkblei ab. Und dann gucken wir mal, ob wir damit mehr Glück haben. Alle meinen, hier sind dicke Fische drin und wir Idioten keinen einzigen. Also meine Ansprüche sind auch gesunken. Es müssen keine 5 Kilo oder so sein. Also so ein 1 Kilo Fisch wird schon voll ausreichen. Hauptsache, wir haben heute was zu essen. Jetzt ist mein Wurm weg. Jetzt habe ich meinen Wurm hier hingelegt und der Wind hat meinen Wurm weggeweht. Super. Ja, das mit dem Wurm hat sich erledigt. Nuova tecnica. Ja. Esperar y tomar algunos mates. Esta es la nueva técnica. A ver si funciona. Ja, da der Wurm ja nur entschlossen hat, Selbstmord zu machen, machen wir mit einer Fliege weiter. Ich habe nämlich echt eine coole Fliege auch geschenkt bekommen. Die habe ich diesmal nicht in den Wind gelegt, aber hier ist das gute Vieh. Egal welchen Köder wir auch verwenden, wir fangen einfach keinen Fisch. Dafür lernen wir alle Bewohner der kleinen Dorfes nebenan kennen. Unter ihnen sind Pablo und seine Mutter. Das Abendessen war wieder ohne Fisch. Aber am Ende beschenkt uns Patagonien mit einigen heißen Sommertagen. Das haben wir uns seit Monaten gewünscht. Qui davanti a noi al fiume ci sono sempre da 2 giorni questi 3 cavalli, stanno sempre qui intorno e adesso praticamente uno si è fissato con la zampa dentro questi recinti che ci sono dappertutto in Argentina, non c'è centimetro di terra senza questo recinto e adesso Bjorn sta andando lì per cercare di liberarlo, vediamo se ci riesce senza farsi male, lui e il cavallo. Praticamente si è fissato con la zampa di dietro.
Creo se ha librado. No, está siempre fijo. Mannaggia. Ah, si è liberato. Cool. Cool, Chazi. Por suerte ha hecho solo. Oh, che carini. Hat sich zum Glück selbst wieder befreit. Ja. Oh Mann, ey, ich Pobre. hatte auch ein bisschen Schiss, weil das hat Panik gehabt. Ja. Und wenn die Panik haben, dann anfangen zu treten, dann bist du ganz schön schnell platt. Ja. Ach, zum Glück ist wieder frei. Ich habe den Zaun zur Seite geräumt und dann hoffen wir mal, dass die sich nicht wieder festmachen. Ne? Ach, Mann. Also da stehe ich heute Morgen echt um 7 Uhr auf. 6:30 Uhr. Und den ganzen Tag geangelt bis jetzt. Jetzt haben wir es irgendwie, wie spät ist denn das jetzt? Also jetzt ist 10:30 Uhr, ja. Also habe ich 4 Stunden geangelt. Nichts. Nichts, nichts, nichts. Irgendwie im Blinkerangeln habe ich keinen Erfolg. Entweder stelle ich mich zu blöd an oder keine Ahnung. In Norwegen war es damals, als ich Kind war, das Gleiche. Ich habe mit dem Blinker nie was gefangen und irgendwann war ein Hafenbecken. Es gab Regenwürmer. Und dann habe ich die Regenwürmer ganz normal oldschool auf den Haken drauf gemacht, habe die per Senkblei ins Hafenbecken geschmissen, direkt vor meiner Nase. Ja, hätte ich nicht mal eine Angelrute gebraucht. Und ich habe ein Fisch nach dem anderen rausgezogen. Ja, aber sogar eine Flunder. Aber hier nichts. Der Fluss soll eigentlich voll sein. Gestern kamen hier noch Einheimische. Ich meine, die haben auch nichts gefangen. Aber es soll wohl richtig dicke Fische geben. Und man soll auch mit so einem Köder fangen. Also man soll mit einem großen Köder rangehen. Also ich habe gestern mehrere kleine gefangen. Also so lauter so kleine doofe Dinger. Aber die essen wir ja nicht. Die schmeißen wir wieder rein. Wir müssen ja noch groß werden. Oder sollen die Großen fressen? Na gut, der Tag ist ja noch jung. Machen wir weiter. Wir haben noch Zeit bis heute Abend. Und wenn nicht, die ganze Nacht. Si no, tenemos pasta con aceite. Genau, das ist ja. Ja, das ist der Grund, warum so viel Rippelpiste hier in Argentinien gibt. Weil so ein Schlagloch in einer Asphaltpiste ist eigentlich viel gefährlicher, weil du kommst da angedonnert mit 80 und weißt ja nicht, also soll ja mal vorsichtig fahren, aber du bist ja am Fahren ganz normal und dann siehst du das Loch vielleicht zu spät und knallst da rein. Dann ist wirklich schädlich fürs Auto. Bei der Rippelpiste, da ist insgesamt Geschüttel, aber es kommen eben keine Schlaglöcher und ist natürlich viel wartungsärmer. Wenn du erstmal hier ein Schlagloch hast, musst du ja ein Team rausschicken, was den Asphalt wieder in Ordnung bringt. Also insofern, auf diesen argentinischen Straßen muss man schon sehr, sehr vorsichtig fahren, weil es kann wirklich von einer Sekunde auf die andere ein Loch kommen, was 30 cm tief ist, wo das halbe Rad drin verschwindet. So, wie ist deine erste Pancho? Ja, mein erster Pancho, auch Hotdog in Deutschland genannt. Geil, der Knaller. Also, echt lecker. Mein erster Hotdog in Argentinien. Pancho, super Pancho. Ja, wir sind angekommen. In Sarmiento. Wir waren ja hier schon mal an dem See, wo dieser Sandsturm kam und der erste eigentlich richtig heiße Tag in Südamerika. Ja, es ist wieder so. Es ist wieder richtig schön warm. Ich habe mal ausnahmsweise gar nichts an. Und, also untenrum schon, hier nichts. Aber
cool. Richtig, richtig geil. Und der Campingplatz, sind auf den Campingplatz gegangen, weil ich muss morgen jetzt für die Arbeit ein bisschen was machen, ein paar Termine. Und hier habe ich halt ein bisschen mehr Sicherheit, Internet, Strom. Und erst sind wir auf einem anderen, da waren 5 Leute am Grillen. Und dann sind wir hierher gefahren. Das ist der Campingplatz der Ölbohrer. Ja, also es gibt ja hier immer Campingplätze für diese Gewerkschaften. Aber man darf da trotzdem drauf. Und wir hatten vorher im Internet gelesen, dass die Toiletten der absolute Horror sein sollen. Also wirklich kein fließendes Wasser, musst mit der Flasche nachspülen und so. Also nicht so Horror, nicht von wegen dreckig, sondern einfach richtig Horror. Und irgendwie hat der scheinbar Mitleid mit uns gehabt. Wir haben es natürlich gar nicht erwähnt. Und Alexander hat nur gemeint, wie sieht es denn aus, kann man noch eine Dusche nehmen? Und dann meinte er, ja, pass auf, ich lasse euch mal die erste Ferienwohnung offen. Jetzt mal dazu gesagt, wir zahlen hier 2000 Pesos. Das sind 2 Euro. Nein, nicht mal, die Inflation ist ja so vorangeschritten, das sind 1,60. Ja? Also wir zahlen 1,60 und dafür haben wir jetzt ein Ferienhaus. Ich meine, wir sollen darin nicht pennen, haben wir auch nicht vor. Für uns ist es echt ein bisschen zu dreckig. Aber ja, man kann hier drin duschen. Ich weiß gar nicht, ob hier Licht... Ja, Licht ist genug da. So. Ist alles nicht so mega absolut ausreichend. Ja. Genau, gibt eine warme Dusche. Und hier werden dann auch zig Betten übereinander. Aber die brauchen wir nicht. Wir haben ja Betten in unserem Bus. Insofern haben wir jetzt einen Ort... der uns ja fast nichts kostet, an dem wir super cool unseren Kram machen können. Ja, cool. Hamburgers! Einen für mich und einen für dich. Wie sieht's denn aus, Baby? Ahora con éxito? Also sie sagt, sie versucht ihr Bestes. Sie ist ja jetzt der Jäger, ich putze dafür die Hütte. Nee, auf jeden Fall total cool. Also absolut schöne Idylle. Wir stehen hier windgeschützt, wir sind hier komplett alleine. Ja, ich liebe das. Und es ist hier schön grün. Also im Gegensatz zu allem drumherum. Also wir sind in Sarmiento und hier sind 2 Seen. Und zwischen diesen Seen ist es halt voll grün. Aber wenn man außen rumfährt, also auch auf die Seen zu, dann sehen die aus wie eine blaue Lunge inmitten von Wüste. Also hier ist wirklich außenrum nichts. Ja, es ist immer diese Landschaft, die ihr ja aus unseren Videos kennt, mittlerweile seit Wochen. Und nur hier ist es wunderschön grün. Eine tolle Oase. Also Käse ist jetzt drauf und ja, das kommt jetzt nur noch in den Ofen. Schön überbacken, das sieht richtig lecker aus. Ja, das essen wir jetzt und dann hauen wir uns in die Pfanne und für heute ist Schluss. Gute Nacht, bis morgen, ciao. So, ich habe einen Fisch gefangen ausnahmsweise, aber guck mal, der ist ganz klein. Den wollen wir auch gar nicht töten. Den versuchen wir jetzt mal zu befreien. Das ist halt leider ein Dreierhaken. Ob der zu befreien geht, bin ich mir nicht ganz so sicher. Und tschüss. Libre. Wir haben einen Fisch gefangen. Wir haben einen Fisch gefangen. Unglaublich. Und so einen. Nee, aber den lassen wir natürlich leben, weil der wird noch groß und wir hoffen, ja, wir fischen ja schon mit einem großen Köder, damit wir halt, naja, in die Richtung kommen, dass wir den am Ende auch essen können. Aber die wollen wir natürlich leben lassen. Wir haben gestern lauter Einheimische geangelt. Also es waren bestimmt 5 Leute, die hier geangelt haben. Und es hat keiner was gefangen. Und wir haben nochmal mit denen gesprochen. Also die Hauptsaison für die Riesenforellen, also es habt ja so riesige Regenbogenforellen, also richtig dicke Klopper. Und die ist eben zwischen September und November. Da sind wir ja nun leider schon lange raus. Und dementsprechend haben die gemeint, es ist normal, dass man jetzt nichts fangt. Man kann ab und zu da noch einen Fisch rausholen, das ist dann auch kein Riesenfisch, aber man kann ab und zu noch was fangen. Aber die Chance ist sehr gering und ich soll mich nicht sorgen, wenn ich nichts fange. Das ist schon fast normal. Naja, auf jeden Fall total cool. Uns hat es total viel Spaß gemacht. Der Ort hier ist magisch, also der ist wunderschön, kann man nichts sagen.
Ist alles voller Blümchen und es riecht total nach Frühling. Die Vögelchen singen, das ist echt total schön. Ich zeige euch das mal. Guck mal, hier ist alles voller dieser wunderschönen lilanen Blümchen. Die riechen auch total schön. Ja, das ist natürlich total toll, in so einer Stimmung aufzuwachen und so zu schlafen. Das ist einfach nur wunderschön. So, wir fahren jetzt heute nach Comodoro, wenn wir hier mit allem fertig sind. Und in Comodoro haben wir ab Montag ein Apartment, weil es ist eben auch mal wieder die Zeit zum Arbeiten. Ich muss ja ab und zu auch mal was für den Lebensunterhalt tun. Und dementsprechend haben wir da ein Apartment gemietet mit vernünftigem Internet, dass wir einfach uns voll auf die Arbeit konzentrieren können und um die Reise hier zu finanzieren. Genau, das machen wir. Und auf dem Weg dahin wird es noch interessant, weil es geht Richtung Ozean, also wir fahren wieder Richtung Atlantik. Und die Strecke dahin ist wunderschön. Das Einzige, was hier echt nervt, ich bin hier echt umkreist. Ich werde jetzt gerade aktuell von 3 bis 5 Mücken gestochen. Also ist hier alles voll. Und die mattern einen hier. Also das ist echt ein bisschen nervig. Aber egal, jetzt verpiss mich jetzt hier aus dem hohen Gras. Und dann fahren wir weiter. Wir nähern uns der Stadt Comodoro Rivadavia, unserem Ziel. Dort werden wir ein paar Tage bleiben, um endlich herauszufinden, was Vilma hat. Außerdem müssen wir ein paar Tage arbeiten. Wir sehen uns nächste Woche. Schön, dass ihr uns begleitet. Ciao! Ciao!